Hallo ihr Lieben, ich bin Mizuki. Heute zeige ich euch in diesem Video, wie man Udon-Nudeln selber machen kann. Das ist Udon. Udon ist japanische Nudeln und sehr beliebt auch in Japan und mittlerweile auch im Ausland. Und ich mache heute diese Udon-Nudeln selber. Außerdem koche ich selber warme Suppe für Udon-Nudeln. Also könnt ihr ab sofort auch zu Hause selber Udon-Nudeln machen und essen. Dann bleibt dran und lasst uns anfangen. Dann, los geht's! Udon-Nudeln besteht aus meistens 3 Zutaten, und zwar Mehl, Salz und Wasser. Ich benutze aber für meinen Udon 4 Zutaten, und zwar Mehl, Weizenmehl 405, Tapioca-Mehl, Salz und Wasser. Ich benutze gerne diesen Tapioca-Mehl für Udon-Nudeln, weil Weizenmehl in Deutschland und Japan etwas anderes ist. Deswegen muss man in Deutschland irgendwie Weizenmehl oder Mehl irgendwie mischen. Dieser Tapioca-Mehl kann man in einem asiatischen Supermarkt kaufen. Falls ihr in der Nähe gar keine asiatischen Supermärkte habt, dann könnt ihr statt Tapioca-Mehl Weizenmehl 550 benutzen. Aber ich empfehle euch, dass ihr Tapioca-Mehl für Udon-Nudeln benutzt. Also ich benutze in diesem Video Weizenmehl 405 und Tapioca-Mehl, Salz und Wasser. Ja, dann los geht's! Ich mache heute 2 Portionen Udon-Nudeln. Wenn ihr nur eine Portion Udon machen möchtet, gebt bitte einfach alle Zutaten die Hälfte dazu. Ich habe übrigens die Zutaten für Udon-Nudeln und warme Suppe in der Videobeschreibung geschrieben. Ich gebe 280 Gramm Mehl für 2 Portionen dazu. Dann wiege ich auch Tapioca-Mehl. Für 2 Portionen Udon-Nudeln benutze ich 100 Gramm Tapioca-Mehl. Für eine Portion 50 Gramm Tapioca-Mehl. Ich mische vorher das Weizenmehl und Tapioca-Mehl und verrühre es mit einem Schneebesen. Dann wird es gut gemischt. Ich benutze weiches Wasser ohne Kohlensäure, also von einer Flasche Wasser still. 200 ml Wasser für 2 Portionen und 100 ml für eine Portion. Die letzte Zutat ist Salz. Dabei benutze ich immer diesen Messlöffel. Sehr empfehlenswert. Einen Link zum Löffel habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Man sollte einen Messlöffel benutzen und keinen Esslöffel, da ein Esslöffel kleiner als ein Messlöffel ist. Ich gebe 2 Teelöffel Salz für 2 Portionen Udon dazu und 1 Teelöffel für Portionen. Dann verrühre ich es. Ich gebe dann das Wasser mit Salz Stück für Stück dazu. Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit muss man das Wasser mehr oder weniger dazu geben. Als ich diese Udon-Nudeln gemacht habe, war es kühl und etwas feuchtig. Ich hätte vielleicht ein bisschen weniger als 200 ml Wasser dazu geben sollen, aber ich bin ja eine grobe Person. Ich reguliere es nachher, wenn es nicht gut wird. Man kann nachher Mehl dazu geben. Und normale Menschen wie ich können es eher nicht merken, wie viel Wasser für Udon-Nudeln genau passt. Ich gebe euch deswegen ein paar Tipps. Gebt bitte einfach alle Wasser dazu, aber Stück für Stück. Rührt bitte es dabei immer um und wenn es ungefähr zusammengemischt wird, knetet es auf dem Tisch. Ich denke, der Teig ist in dieser Zeit noch trocken. Trocken ist aber gut für den Udon-Teig. Dann gebe ich den Teig in eine Tüte. Ich trete jetzt auf den Teig, aber ich möchte dabei nicht schmutzig werden, deswegen benutze ich eine Tüte. Ich mache vorher den Teig ein bisschen flach. Sorry, den Teig, ich bin möglicherweise schwer. Ich stampfe auf dem Teig. Vorhin habe ich euch gesagt, dass ich euch Hinweise gebe. Wenn man den Teig in eine Tüte gibt und darauf stampft, wird der Teig immer etwas feuchter. Ich meine nicht wegen Schweiß, ne? Der Teig wird einfach weicher und feuchter. Wenn der Teig wie auf dem Video etwas in die Tüte kleben würde,
gebt bitte ein bisschen Mehl auf den Teig dazu, zum Beispiel ein Esslöffel Mehl oder so. Dann stampfe ich nochmal und wiederhole es insgesamt 3 Mal. Oh, meine Assistentin ist gekommen, aber sie brauchte doch nur meine Umarmung. Ihre erste Zusammenarbeit beim Kochen. Doch will sie es nicht. Wenn man 3 Mal auf den Teig gestampft hat, lässt man den Teig für 10 bis 30 Minuten oder sogar noch länger schlafen. Der Teig sollte aber nicht in der Luft sein, deswegen sollte man den Teig unter einem Tuch oder Klarsichtfolie oder so legen. Meine Tochter muss bald zum Mittag essen, deswegen habe ich den Teig nur 10 Minuten gelegt. Der Teig sieht aber schon gut aus. Der ist etwas hart, aber so ist der Udon-Teig. Ich gebe auf dem Tisch einen Esslöffel Mehl, damit der Teig und der Tisch nicht zusammengeklebt werden. Der Teig muss gestreckt werden. Ich benutze dabei eine Stange und versuche, dass der Teig etwas viereckig und ungefähr 3 mm dünn wird. Er wird aber nicht so richtig viereckig, dann klappe ich den Teig ab und zu. Wenn man den Teig viereckig macht, ist es später beim Schneiden deutlich einfacher und alle Nudeln haben ungefähr die gleiche Länge. Aber ich bin leider nicht so geschickt. Das sieht irgendwie ähnlich aus wie Ditto von Pokémon, auf Japanisch Metamon. Auch wenn der Teig nicht genau viereckig wird, ist es kein Problem. Man kann den Teig einfach abschneiden oder man kann auch kurze Nudeln essen. Mein Teig sieht ungefähr so dünn aus. Ich gebe Mehl auf der Vor- und Rückseite vom Teig ordentlich, damit der Teig beim Schneiden nicht geklebt wird. Ich lege ihn auf das Schneidebrett und klappe ihn 2 Mal zu. Dann schneide ich den Teig ungefähr 3 mm breit. Am Rand ist bei mir etwas kurz, aber im Magen ist alles beim Alten. Ich benutze also auch diese kurzen Udon-Nudeln. Es lässt sich nicht leugnen, dass es köstlich ist. Ich mache alle einzelnen Nudeln durcheinander und gebe darauf wieder Mehl, weil die Nudeln sonst wieder zusammengeklebt werden. Wenn alle auseinander gelegt werden, sehen die Nudeln so aus. Diese Nudeln muss man mit heißem Wasser kochen. Ich koche Wasser und wenn das Wasser gekocht wird, gebe ich die Nudeln Stück für Stück und dabei sollte man ständig die Nudeln im Topf rühren, denn die Nudeln werden oft auf den Boden geklebt. Übrigens gebe ich im Wasser kein Salz, weil die Nudeln selbst schon Salz haben. Ich koche Nudeln bei mittlerer Hitze und wenn die Nudeln etwas durchsichtig wie auf dem Video werden, sind die Nudeln fertig gekocht. Ich gieße dann das Wasser ab und mit kaltem Wasser wasche ich die Nudeln ein bisschen ab. Die Breite von Nudeln ist etwas nicht einheitlich, aber meine Udon-Nudeln sehen so aus. Ich mache ab jetzt warme Suppe für Udon-Nudeln. Ich gebe 600 ml Wasser für 2 Portionen Udon, also 300 ml für eine Portion. Und ich koche erst das Wasser. Dann gebe ich 2 Teelöffel Dashi-Pulver für 2 Portionen und 1 Teelöffel für eine Portion. Solche fertige Dashi kann man mittlerweile auch bei großen Edeka kaufen, ansonsten bei asiatischen Supermärkten. Dann 3 Esslöffel Sojasauce und 2 Esslöffel Mirin dazu. Verrühren und nur für kurze Zeit kochen. Udon-Nudeln können in einer Schüssel serviert werden. Ich zeige euch jetzt 2 Varianten von Udon. Die erste ist Kakitama Udon. Ich schlage ein Ei und gebe es in kochenden Udon-Suppe Stück für Stück dazu. Dabei verrühre ich es langsam, dann ist die Suppe für Kakitama Udon fertig. Man gibt dann nur Suppe auf die Nudeln dazu. Nach Bedarf auch geschnittene Lauchzwiebeln. Die zweite ist normale Udon.
verschiedene Belege je nach dem Geschmack. Ich benutze getrocknete Seitan Wakame auf dem Udon. Das tauche ich in Wasser für 5 Minuten. Ich gebe Udon-Nudeln in eine Schüssel ein und gebe drauf die warme Suppe dazu. Dann gebe ich auch geschnittene Lauchzwiebeln und ein Ei dazu. Wakame lege ich auch darauf und gebe auch klein geschnittene frittierte Tofu, Kisamiage dazu. Das habe ich aus Japan mitgenommen. Nun sieht mein Udon so aus. Udon できました。Das ist Udon. Ich habe 2 Arten von warme Suppe bzw. warme Udon-Nudeln gemacht. Ja, die Nudeln selbst sind gleich, aber ich habe ein bisschen Topping verschiedene gemacht. Und das ist Kakitama Udon und das ist normalen Kitsune Udon bzw. einfache Udon. Und ich mag richtig Lauchzwiebeln, deswegen habe ich ganz viele Lauchzwiebeln gegeben. Und ein Ei habe ich extra gegeben, aber ja, das habe ich in Mikrowelle gekocht und ich habe 2-mal gescheitert und wir haben kein Ei mehr. Also sieht das Ei ein bisschen komisch aus. Aber wenn das durch den Magen geht, schmeckt das alles gleich. Also Ende gut, alles gut. Dann ich probiere mal diesen Kakitama Udon. Itadakimasu. Und Tapioca-Mehl macht diese Udon-Nudeln ein bisschen weicher und mochi mochi oder beziehungsweise Koshigaru auf Japanisch. Und ja, das schmeckt gut. Also Tapioca-Mehl macht für Udon-Nudeln in Deutschland wirklich gut. Lecker! Eier und Lauchzwiebeln und diesen selbstgemachten Udon-Nudeln nicht zu hart und nicht zu weich. Richtig gut. Also das ist wirklich lecker. Also probiert bitte diese Udon-Nudeln selber zu Hause zu machen oder nachzumachen. Es schmeckt sehr, sehr gut. Wenn diese Udon-Nudeln sehr gut schmeckt oder Suppe auch, dann schreibt gerne in die Kommentare und gerne könnt ihr das Video irgendwo mitteilen, damit viele Leute japanischen Udon essen kann. Ganz einfach, auch wenn man ungeschickt ist, kann man kochen. Ich bin sehr ungeschickt, trotzdem kann ich sehr gut Udon-Nudeln machen. Dann viel Spaß beim Udon machen und essen. So, das wär's mit diesem Video von Udon-Nudeln. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat, und lasst bitte ein Abo da, dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Und schaltet bitte auch einen Klingel ein, damit ihr meine Videos nicht verpasst. Ich werde weiterhin Kochvideos und Videos über Japan und Deutschland als Japanerin. Also schaut bitte meine weiteren Videos an. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video oder beim Livestream. Dann ciao! ありがとうございました。Dankeschön!